Da ich leidenschaftlicher Radfahrer bin, kommt mir natürlich das Sportprogramm bei TWE zugute. Ich mache also, wenn das Wetter das zulässt, fahre ich von meinem Heimatort, der 32 Kilometer von Emsdetten weg ist, morgens zur Firma. Da halten mich einige Leute ziemlich für verrückt, aber das ist halt ein guter sportlicher Ausgleich. Und das ist natürlich für unser Tri-Team relativ förderlich, weil dadurch bin ich alleine schon relativ fit auf dem Rad. Da ist natürlich dieses Sportprogramm, was wir geboten bekommen oder wo wir auch daran teilnehmen dürfen, super. Vor allen Dingen, wenn man so mit 50 Leuten außer TWE nach Hamburg fährt, auf so einen Triathlon oder mal sind es ein bisschen mehr, mal sind es ein bisschen weniger, ist das natürlich auch eine super Teambildung. Ja, gestartet bin ich im August 2000 bei den TWE Fließstoffwerken, damals als Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik zuständig für die Instandhaltung. In der Instandhaltung habe dort für die Laufzeiten der Anlagen mich gekümmert und habe darauf geachtet, dass das alles soweit funktioniert. Bin dann hochgerückt in die Instandhaltungsleitung, habe dort die Elektrotechnikabteilung geleitet als Instandhaltungsleiter und dort sind wir damals schon mit vielen Neuerungen angefangen, zum Beispiel auch mit Energiemanagement oder aber mit Steuerungserneuerung. Das war also Hauptthemen, die ich damals abgewickelt habe und mit organisiert habe. Dann bin ich irgendwann angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Betriebsleiter in einem Maschinenbauunternehmen nicht weit von meinem Wohnort weg anzufangen. Das habe ich getan. Habe die Chance genutzt. Das war damals für mich auch wirklich eine Chance, einmal auch nochmal wieder was anderes zu sehen. Dann bin ich aber irgendwie gar nicht so richtig von TWE losgekommen, habe eigentlich den Kontakt immer wieder gesucht oder aber auch meine ehemaligen Kollegen haben immer wieder mit mir gesprochen. Ich habe dadurch bedingt, dass mein Herz immer noch an TWE hing und ich halt, wie gesagt, gerne hier gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann Herrn Ortmeier angerufen und habe gesagt, Herr Ortmeier, wie sieht es aus? Können Sie sich vorstellen, dass ich nochmal wieder zurückkomme? Dann haben wir uns um 12 Uhr zum Mittagessen getroffen, um 12:30 war ich wieder eingestellt. Ich wusste zwar nicht, was ich mache und was ich in Zukunft machen darf. Für mich war aber klar, ich gehe wieder zurück und das muss ich sagen, war eine kluge und richtige Entscheidung damals. Bin auch sehr froh, dass das damals genauso gelaufen ist. Dann bin ich im April 2012 wieder zurück in die TWE Group und da kümmere ich mich heute um diverse Projekte in der ganzen Gruppe. Das heißt, in allen 12 Häusern, die wir aktuell haben, kümmere ich mich zum Beispiel um Anlagenkauf oder aber Gebäudeerweiterung, was wir ja auch schon mal hier gesehen haben. Wir sind aktuell gerade dabei, ein neues QS-Labor aufzubauen bzw. Büros dafür zu schaffen in einer vorhandenen Halle. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, was ich begleite. Das geht also von der Planung, von der Büroplanung bis zur wirklichen Umsetzung dann auch auf der Baustelle. Dann gibt es zum Beispiel Projekte wie Anlagenkauf. Da mache ich also die technische Begleitung. Die Häuser kümmern sich um die Technik selber und wenn es dann nachher in die Umsetzung geht, beziehungsweise den Kauf, werden wir von der Gruppe aus mit involviert. Von seitens TWE hat man auch immer meine Weiterbildung gefördert. Ich habe, als ich wieder zurückgekommen bin, zum Beispiel gemerkt, dass ich einfach noch ein bisschen Defizite habe in der Projektplanung und dann brauchte ich eigentlich auch bloß einmal fragen, ich hätte gerne einen Projektmanagement-Lehrgang gerne besucht und den hat man mir ausgesucht, den habe ich dann 1,5 Jahre lang gemacht, immer wieder 5 Tools dazu, habe dann mein PPM-Projekt, Professional Project Manager, als Titel dann gemacht, wurde immer gefördert und wird auch heute noch gefördert, also im Prinzip, wenn ich merke, dass ich irgendwo Defizite habe, brauche ich bloß einfach mal sagen, Mensch, ich hätte gerne den und den Lehrgang und dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem.